gerade im Botanischen Garten und hier hat man eine super Aussicht auf die Oper und auf die Harbour Bridge hier in Sydney. Und der Botanische Garten an sich ist auch voll schön. Viele Blumen, viele Palmen, Pflanzen, die wir so in Deutschland vielleicht nicht gerade haben, weil das Klima hier ja ein bisschen anders ist. Aber ja, es ist eigentlich ein ganz schöner Park hier. Es kommen auch Locals, also die hier wohnen, einfach um zu chillen. Habe ich viele gesehen, die hier einfach mit einer Decke ankommen und sich dann auf den Rasen legen. Und ja, man kann ja hier auch die schöne Aussicht genießen, direkt am Wasser. Und ich finde, jetzt wo man jetzt die Oper sieht und die Harbour Bridge, so das Aushängeschild für Sydney, dann realisiert man erstmal richtig, ja, ich bin jetzt da. So, nach dem langen Weg ist man irgendwie jetzt am anderen Ende der Welt angekommen. Auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Mal sehen, was ich hier noch so alles sehen werde und erkunden werde. Weil hinter mir standen irgendwie 10 Chinesen, die nicht verstanden haben, dass das hier ein umsonst Free Boat Ride ist. Aber gut für mich, ich konnte mir Platz aussuchen. Hier ist es ein bisschen kalt, weil hier Pinguine sind und für die natürlich Eis bereitgestellt wird. Aber naja. Looks like we've got some wet weather up ahead. Not to worry, we're nearly at the beach.
Sydney. Unglaublich. Oh my gosh, Cheetos, Doritos. I feel like I'm in America. Zurück zur Sydney City. Ja, ein bisschen viel Wind, ein bisschen viel Regen abbekommen, aber hey, trotzdem eine schöne Aussicht auf die Oper, auf die Skyline, auf die Harbour Bridge. Bei schönerem Wetter wäre es natürlich besser gewesen, aber naja, jetzt habe ich es trotzdem mal auch aus dieser Sicht gesehen. Ging schnell die Zeit hier. Ich habe heute extrem viel erlebt an einem Tag, was manche vielleicht in 3 Tagen machen, habe ich an einem Tag gemacht. Die ersten 2 Tage waren leider nicht so wie geplant. Ich habe davon noch nicht erzählt, aber dachte mir, okay, dann kann ich jetzt auch eigentlich erzählen. Ich lag nämlich 2 Tage eigentlich nur im Bett oder saß auf Klo oder ich weiß nicht, weil mir ging es einfach richtig schlecht. Ich hatte schön Magen-Darm, wie auch immer, aufgrund von Stress oder dem Reisestress oder mir ist das Flugzeugessen nicht bekommen, ich weiß es nicht genau, aber mir ging es auf jeden Fall 2 Tage richtig scheiße. Den ersten Tag habe ich mich noch ein bisschen rausgequält für 2-3 Stunden, weil ich mir dachte, jetzt kommst du hier an und dann kannst du ja nicht gleich dich ins Bett legen und die ganze Zeit krank sein. Ja, hätte ich mal lieber vielleicht direkt gemacht, dann wäre es vielleicht schneller vorbeigegangen, aber naja. Ein deutscher Junge aus meinem Zimmer, der hat mir dann zum Glück den nächsten Tag ein bisschen Medizin gegeben, so Buscopan und so, dass ich dann nicht mehr die Magenkrämpfe habe und mir geht schon wieder viel besser. Also konnte ich heute 100% geben und habe mir so einen 5 Aktivitäten, Attraktionen-Pass gekauft, ja, wo man 5 Attraktionen in Sydney dann an einem Tag erleben konnte. Durch die meistbesuchtesten Sachen hier. Einmal war das so eine Aussichtsplattform, Sydney Eye Tower oder so heißt der. Dann war dabei Sea Life und Madame Tussauds und Sydney Wildlife heißt das und Manly Sanctuary. Ja,
als ich den Pass gekauft habe, meinte die Tante da zu mir, das schaffen sie nie an einem Tag. Ja, sag niemals nie, also ich habe es geschafft. War zwar etwas, ja, hektisch, nein, also ja, sehr viel Zeit konnte ich mir jetzt nicht nehmen an jeder Station, aber es ging, also ich meine, ich muss jetzt nicht 5 Stunden in einem Sea Life drin sein und mir jedes Vieh da angucken. Ich habe mir halt nur die coolen Tiere angeguckt und die anderen ein bisschen, ja, ausgelassen. Ansonsten Manly Beach, da war ich auch. Manly Beach, richtig schöner Strand. Leider, als ich da angekommen bin, war es schon 5 Uhr oder so. Und obwohl heute der heißeste Tag der Woche war, also 38 Grad, war es leider so, dass es anfing zu regnen und es nicht mehr so cool war. Ich bin da angekommen und alle, die mir entgegengekommen sind, voll im Bikini und Badeshorts und total verbrannt oder braun gebrannt und ich so, yay, cool, du gehst da jetzt auch hin. Und dann komme ich da an, hatte glaube ich noch eine halbe Stunde Sonne und dann fing es an langsam zu nieseln, ja, Wind zu wehen und dann dachte ich mir, okay, gehst du mal doch lieber wieder, nützt ja auch irgendwie nichts. Und dann habe ich die Schnellfähre zurückgenommen und dann fing es richtig an zu gallern, also so richtig mit Gewitter und allem. Es hat aber der Temperatur hier nicht geschadet, also es ist immer noch so 26 Grad oder so, ist halt jetzt da durch das Gewitter so ein bisschen runtergekühlt, eigentlich ganz angenehm. Ja, jetzt bin ich aktuell gerade hier noch in Sydney City. Im Hintergrund könnt ihr die Skyline sehen. Links von mir die Harbour Bridge und rechts ist das Opernhaus. Und gleich mache ich mich auf den Weg zurück zum Hostel, weil morgen geht es nämlich weiter. Morgen startet mein neuer Abschnitt in Brisbane. Morgen habe ich einen Tag Zeit, die Stadt Brisbane anzugucken und dann den Tag da drauf startet meine Gruppentour, meine Bustour. Ja, ich bin schon gespannt, wer dabei sein wird, was für Menschen ich dort kennenlernen werde. Ich meine, man lernt ja überall und immer Leute kennen, egal wo man ist. Aber ja, wäre cool, wenn da ein paar coole Leute dabei wären. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mal sehen, wie es wird. Bis dahin.